Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blackwell Convergence. So, und ich bin ein bisschen unsicher, was wir als nächstes machen sollen, aber eine Idee, die ich hatte, wäre nochmal nach Hause zu gehen und mal versuchen, den Schauspieler im Internet nachzugucken, weil wenn der so bekannt geworden ist durch seinen Tod, gibt es da ja vielleicht irgendwas. Ich muss nochmal nachgucken, wie er heißt. Frank Lyon. Okay, das kriege ich ja hin. So, mal gucken. Search Engine. Frank Lyon. Nichts gefunden. Okay, schade. Dann fällt mir tatsächlich gar nicht mehr so viel ein. Wir könnten halt nochmal zu ihm gehen und versuchen, ob wir es doch schaffen, in diesem Schauspiel weiterzukommen oder so. Oder vielleicht fragen wir ihn nochmal nach seiner Wohnung. Vielleicht kann er uns sagen, wo die ist. Moment, da bin ich nämlich nicht sicher, ob wir das schon mal versucht haben. Ab hier zur Brücke. Und wir probieren als Joey nochmal mit ihm zu reden. Hello, Frank. Oh, hey. Hi. So, kannst du mir sagen, wo dein Apartment ist? Hey, Frank, could you tell me where you live? Sorry, but I hardly know you. Aw, come on, you can trust me. I really don't think so. Sorry. Ja, okay, das ergibt schon Sinn, dass er uns das nicht einfach sagt, ne? Okay, Frank hat uns gesagt, er wäre da berühmt, aber der Barkeeper hat gesagt, dass er Frank da noch nie gesehen hat. Damit könnten wir versuchen, ihn zu konfrontieren. Mal gucken, ob das ein neuer Text ist jetzt. Funny thing, I went to the Minetta. They never heard of you. Why would they? You said you went there all the time. I've never heard of the place. You told me you were famous there. Famous? Yeah, famous at the Minetta. The Minetta? I go there all the time. It's like my second home. But you just said... Say, could you spare some money for the Joe Gould Fund? Joe Gould Fund? What's that? What's what? The Joe Gould Fund. I have no idea. But you just... Oh, never mind. Okay, der Joe Gould Fund. Wer ist Joe Gould? Ist der Geist besessen von einem anderen Geist? Kann das sein? Gibt's das? Moment, ich versuche ihn mal direkt danach nochmal zu befragen. Could you tell me what the Joe Gould Fund is? Why, you want to donate a couple of dollars? I would if you could tell me what it was for. For the upkeep and maintenance of Joe Goulds everywhere, of course. Any Joe Gould in particular? Who's Joe Gould? You know what? Never mind. I'm getting a headache talking to you. Es ist, als wäre er in irgendeiner Sekte oder als wäre er... Ich weiß nicht, wie so ein Sleeper-Agent oder so. Sowas gibt's doch manchmal in Serien. Super weird. Joey Gould. Okay. Wir könnten mal versuchen, das nachzugucken im Internet, ob es dazu Infos gibt. Ansonsten würde ich in der Bar mal nachfragen, ne? Weil das scheint ja irgendwas miteinander zu tun zu haben. So. Okay, Joe Gould Fund. Joe Gould, bekannt als Professor Seagull oder Professor Möwe, war ein Bohemian der westlichen Stadt und der war berühmt in den 1960ern. Er war Stammgast in der Minetta-Taverne und er war oft obdachlos und pleite. Er hat angegeben, dass er ein Buch schreibt, das die Oral History of the World heißen sollte und die meiste Zeit damit verbracht, dafür Geld zu sammeln, den Joey Gould Fund, um daran weiterzuarbeiten. Aber dieses Buch hat nie existiert und seine Energie und sein Enthusiasmus haben angeblich andere Schreiber oder andere Autoren wie Joseph Mitchell inspiriert. Aha. Interessant. Huch. Ist Gewitter draußen? Das war vorhin noch nicht. Ich kann das Fenster gar nicht angucken, aber es hat gerade so Gewittergeräusche gemacht. Ich versuche mal in der Bar danach zu fragen. You ready to go? All right, I'm coming. So, mal gucken, ob die den da kennen. Ja, guckt mal, jetzt regnet's. Na holla, wie ist das passiert? Sind wir weit genug in der Geschichte vorangeschritten, ja? Dass es jetzt regnet. Crazy. Hi there. Got time for some more questions? Sure, ask away.
Ja, und zwar dieser Joe Gould Fund. Have you ever heard of Joe Gould or anything called the Joe Gould Fund? Yeah, you could say that. Sometimes I think they should just rename this place the Joe Gould Bar and be done with it. Really? People hear about him and they come in here to ask about him. That's his portrait up there behind you. He died a long time ago. Who was he? He was some homeless guy who wandered the West Village in the 50s and 60s. He told some crazy stories and people found him entertaining, so they gave him money for his food and his beer. He referred to the money as the Joe Gould Fund. He also tried to write a book or something. He never finished it? Nope. Hey, sounds like your soulmate. Ey, sei nicht gemein, Joey. Das ist also Joe Gould. Kann ich es nochmal angucken? Oh, okay, jetzt kann ich es besser angucken. Joe Gould, okay. It's a portrait of Joe Gould. It's a portrait of Joe Gould. Mehr sagt sie dazu nicht. Okay, ja, jetzt weiß ich halt, wie er aussieht, ne? Aber das wirkt fast so, als wären das zwei Geister in einem, oder nicht? Ich bin voll unsicher. Was machen wir als nächstes? Könnte ich die Frau vielleicht mal danach fragen? Vielleicht weiß sie da was. Es regnet. Hello. Again? Hallo. Oh, Ilsa, you're back. Make yourself at home. You always do. Oh, die Katze ist reingekommen. Hallo Kätzchen, She's a kann ich little black streicheln? cat. I don't recognize the breed. She's wearing a little collar with an ID tag. Okay, ehrlich gesagt, die Art der Katze wüsste ich auch nicht. Ouch! She scratched me. Careful. That was Frank's cat. She's a mean one. Kann Joey es mal probieren vielleicht? Joey, ärger du mal die Katze. Er kann doch nicht gut mutieren, oder? Fella. Oh, süß, er kann mit ihr spielen. Okay, aber was bringt uns das? Katze? Monika? Fenster? Nicht viel, oder? Ja gut, aber wir wissen jetzt, er kann mit der Katze spielen. So, ich probiere mal noch mit ihr zu reden. Ah, ich kann auch über die Katze reden. Ja, sehr gerne doch. Cute cat. Thanks. But she's not mine. She was Frank's. Just between you and me, she's not very friendly. Okay. Und weiter? Cute cat. Thanks. Ah, das ist dasselbe nochmal. Ich frag mal hier nach Have you nochmal. ever heard of Joe Gould or the Joe Gould Fund? Sorry. No. Gar nicht? Okay, ja. Ich wüsste halt immer noch gerne, wo dieses Apartment ist, ne? Aber das sagt sie uns ja nicht. Thanks for the chat, Monique. Sure. Weiß ich nicht so genau. Es könnte halt hier irgendwo stehen, ne? Accountbücher, vielleicht I hier drin? can't think what we'd need them for. Um rauszufinden, wo das Apartment Those ist. account books go back at least 2 years. I can't imagine being that organized. Poster. Gibt es hier irgendwas, wo wir die Adresse klauen könnten? Der Computer vielleicht, ne? Oder ich versuche sie nochmal zu fragen. Vielleicht hat der Regen ja die Antwort geändert. Can you give me the address? Of Frank's old apartment? Why? I just wanted to look around. I ask again. Why? Research. You're very dedicated, but I'm afraid the answer is no. I'd like to give Frank some bit of dignity. Oh, okay. Sie hat tatsächlich was Neues gesagt. Hä, habe ich letztes Mal nicht oft genug gedrückt? Oder ist das wirklich neu? Are you sure you can't give me Frank's address? It would really help my research if I could look around. Everything you need to know about Frank you can find on the internet. I don't feel comfortable having a stranger look through his things. Ey, jetzt lüg mal nicht, ja? Ich habe seinen Namen gegoogelt, da kam gar nichts. Are you sure you... It would Ah, nee, everything okay, das else- ist dasselbe. Kann Thanks ich for the chat, vielleicht... Sure. Kann ich jetzt vielleicht hier die I Bücher can't think what klauen? we'd need them for. Naja, halt zum Adresse finden. Oder so. Vielleicht, Moment, ich wechsle nochmal zu Joey. Kann Joey hier auf den Computer gucken? Der kann doch bestimmt von hinten hier einfach mal sneaken. What am I supposed to do? Sing to it? Can't do anything with that. Just some books for the number crunchers. I don't think we need to bother with it. Okay, kannst du aus dem Fenster? Yeah, the view is okay. Although I prefer the view from this angle. Er starrt die Frau an, I'm oder? not Joey, floating sei out nicht... there unless I've got a reason. Okay. Besides, the view is much better in here. Joey, sei ein anständiger Mann, bitte. Okay, er kann halt nochmal mit der Katze Hey, little spielen. fella. Aber ich weiß wirklich nicht so recht. Hey, Warum? little fella. Ja.
Das kann er machen. Und dann ist Monique ein bisschen abgelenkt vielleicht, oder? Ist sie? Jetzt nochmal nach Are dem you sure you can't Apartment? get? It would really everything you. I don't. Nee, das ist dasselbe. Thanks for the chat. Sure. Nee, sie guckt auch eigentlich, sie ist gar nicht abgelenkt davon. Kann ich mit Joey die Katze irgendwie weglocken oder so? Kann ich irgendwas machen? Hey, little fella. So, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückgehe. Komm, Katzi. Komm aus dem I'm not Fenster. floating. Besides, So, ja, Joey, sei nicht anstrengend. little Komm. Versuch mal die Katze wegzulocken. Komm her, Katzi. Katze, du hängst ein bisschen fest. hey, little fella. Irgendwie habe ich das Gefühl, das muss irgendwas bringen, aber ich weiß halt nicht was. Ich fände halt cool, wenn wir die Adresse irgendwie nachgucken könnten. Aber das können wir nicht. Haben wir irgendwas Neues, wonach wir irgendwen fragen könnten? Achso, ich bin bei Joey, deswegen. Ja, das hatten wir halt schon in der Taverne, ne? Das Minetta. Ich kann auch diesmal zum ersten Mal keine Sachen kombinieren, ne? Also keine Hinweise. Das heißt, das hat damit auch nichts zu tun. Ich bin unsicher. Fenster. Ich hätte halt gedacht, hier sind irgendwo Akten oder hier ist noch ein Poster. Looks like some old movie posters. Und? I don't think Monique would appreciate me taking them. Das soll ich ja auch nicht wegnehmen. Nochmal gucken. Ja, nee, sonst ist hier auch nichts zum Anklicken. Das heißt... Ach, guck mal, Monique folgt uns mit dem Blick. Ach, das ist ja cool. What does that ID tag of yours say? Ah. Ow! Damn it! Ah, okay, Moment. Ich versuche mal mit Joey die Katze Hey, little abzulenken. fella. Steht auf dem Katzenhalsband eventuell die Adresse drauf? Das wäre ja was. All right, Elsa. Let's see what's on your ID tag. 12th Street and Avenue A. Hopefully that's where we need to be. Ah, okay, ich verstehe. So rum wird ein Schuh draus. Na dann. Tschüss, Monique. Danke, dass wir mit deiner Katze spielen durften, eine halbe Ewigkeit. Dann Frank Lyons Haus. Gehen wir da doch mal hin. Allerdings kommen wir nicht rein, ne? So, hier ist Franks Tür. That's Frank Lyon's door. Or at least it used to be. So, ich schätze, Joey könnte mal reingehen, ne? Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Once again, it's up to the dead guy to sort things out. Be my guest. Okay, mal gucken. Hier sind Schüsseln für die Katze, Poster. Mal gucken, was Joey Looks like a sagt. food and water bowl for the cat. Ugh, there's still some food left in there. Okay, hier sind ein paar Poster. It looks like a still from a moving picture. I think I recognize Frank in the background. Weiß Joey noch nicht, was Poster sind? Dafür ist er aber lange genug eigentlich in der echten Welt, ne? Also, oder in der echten Welt, in der aktuellen Welt, sag ich mal. Oh, sweet, a ball of yarn. For the cat, I guess. Kannst du es Does it want a wegpusten? hug? Okay, kannst du die Taschentücher wegpusten? Maybe Frank had a cold before he died? At least I hope so. I don't want to think about what those tissues were for. Does Puste it want a mal. hug? Ach, okay, Joey will nicht. Fernseher? Frank's television. Cold and silent. I couldn't even if I wanted to. Okay, er kann kein Fernsehen. Noch mehr Poster? It's a movie poster. Looks like hard-boiled detective schlock. Frank Lyons starred in it. Okay, Ist das hier ein Looks like a anderes? poster for a B-grade Arabian Nights flick. Frank Lyons has got top billing. Okay, dann war er wirklich in einigen Filmen dabei, ne? Hier sind Fotos. I don't recognize anybody in those photographs. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Hier ist noch ein Poster. It's a poster for a romantic comedy. Looks like our boy Frank had a supporting role. Don't know what I could do with it. Papiere. Oh, das ist Looks like a interessant. film script. Ah, wir haben das Skript. Endlich. Okay.
Yvonne sagt, woher wusstest du, dass ich komme? Ich muss dir was sagen. Ich werde nicht gehen. Ich sagte, ich werde nicht gehen. Ja, ich bleibe hier mit Tom. Okay, jetzt wissen wir endlich, wie das Skript geht. Ich hoffe, jetzt können wir das auch aufsagen. So, mal gucken. Joey sagt es Rosa hoffentlich automatisch You sure this irgendwie. guy was in pictures? He didn't even have a hot tub. Was he supposed to? If I was in pictures, I'd have a hot tub. Well, naturally. Although, I did find something interesting. What? There was a piece of paper just lying on a table. Do you remember what was on it? Of course I do. Okay, er teilt's mit ihr. Sounds like a film script. Probably the last thing he worked on before he died. You ever hear these lines in a flick before? No. I haven't gone to the movies since, well, you. Makes no difference. It's probably not important. Doch, es ist super important. Wir werden jetzt diesen Film mit ihm durchgehen. So, ab zum Fahrstuhl und dann ab zu Frank. Wir schaffen das. So. Ach nein, das ist ja sein Haus. Da kommen wir her. Irgendwie dachte ich, weil sein Name dran steht. Wir müssen dahin. Nein, aber wir müssen natürlich zur Gothic Bridge. Die Frage ist, wenn er geht, was passiert mit dem Geist, der noch in ihm ist, ne? So, hi, ich bin da, um die Szene zu drehen. I knew you'd come. Woher wusstest du How das? did you know I'd come? I know you, Vaughn. Perhaps too well. Okay, ihm sagen, dass er tot ist. Listen, I have to tell you something. Come on. The boat's going to leave any minute. Ich werde nicht gehen. I'm not going. Not going? What do you mean you're not going? Ich wiederhole mich. Sie sagt nochmal, sie geht nicht. I said I'm not going. You're staying? Yes, I'm staying here with, Tom hieß der Mann. Rose, merkt ihr das mal? Tom. Tom? Tom? What's that idiot have that I don't? He's a good man, Zach, and he needs me. And what about me? You don't need me, Zach. You never did. Huh? That's not in the script. Wait, let's talk about this. Just forget me. Be free. Yvonne! Wait! Yvonne! Yvonne! Yvonne? Alright! Finished. Finally. Hey Monique, when's the rap party again? Monique? Where is she? Where is everybody? Hey, come on guys. This is weird. Where did everybody go? Is that a rap? Hat er... We're Okay, done, es hat aren't nicht we? geholfen. Irgendwie dachte ich, Something is er wüsste jetzt schon, dass er tot ist. Aber wir müssen noch mal mit ihm reden, ne? Oh, Rebecca, thank God. We just finished the scene, right? So where did everybody go? I'm not Rebecca, Frank. What? Of course you are. Only Rebecca could have finished the scene. Something's not right. Something is not right. I was here, filming the scene. Something happened. Here it comes. Er erinnert sich. Okay, jetzt haben wir es. I'm dead, aren't I? Yeah. I'm a ghost and I'm haunting my last film shoot. That's so cliche. I'm sorry, Frank. I really am. So what now? Just relax and take a hold of this. Okay, do it. Okay, es bleibt schon mal kein Geist übrig. Aber irgendwas passiert doch jetzt noch, oder? Ow! I gotta work on my landings. It's so bright. It should hurt my eyes, but it doesn't. I don't think it's real light. I'm not sure what it is. It's beautiful. Just head towards it, Frank. That's all you need to do. You know, my very first acting role was a ghost. I was 8 years old. We put on a Halloween play in the 3rd grade. I played Scary Ghost number 3. Funny the things you remember. It wasn't a bad life, was it? I might not have made it big, but I made it somewhere. How many can say the same, huh? Okay, ich kann ihn von seiner Berühmtheit erzählen, ich kann ihm zustimmen oder ich kann ihn für seinen Stolz halt so verachten oder ne, so einen Kommentar machen, dass er zu stolz ist. Nee, ich finde, wir könnten ihm erzählen, dass er noch berühmt... wobei... Vielleicht ist es besser, er ist gerade zufrieden damit, wie sein Leben war. Vielleicht sollten wir es einfach so lassen, ihm einfach zustimmen. Hey, ja, super gemacht. Let's go. Ich glaube, ich nehme mal das. Not many. No, not many. I've had a pretty good run.
If it's my time to go, then it's my time. I just wish I knew who choked me to death. Yeah. Wait, what? You weren't choked. You had a heart attack. No, I was choked. I remember it distinctly. The news reports all said it was a heart attack. No disrespect, but I think I know how I died. The large hands around my neck? You don't forget a thing like that. Why would the press lie about how you died? I don't know. You'd think that they'd love a story about a murder. Funny, it doesn't even bother me. I think I'm ready to go. Wait, hold on a second. No can do. I gotta fly. See you around, and thanks. Just a few questions. Damn it. Huh? Hopp. Was ist das? Hey, what the? I'm warning you. You? No, it can't be. I can still help you. No, you're dead, aren't you? So many dead. So many blind upon the earth. Tell me something I don't know. Did you kill Frank? I helped him. I get no thanks. You want me to thank you? How about you buzz off? I can help you. You are still in pain. So much pain. No way, not again. This ends now. Why do you resist? Resist? I'll show you resist. I see you. I know you. You don't know jack, lady. Get off me. Joey? Clear off, kid. Get back. It's her. After all this time. Hey, you stay away from her, you hear me? I'm sorry. Joey, who was that? Trouble. Well, Well, what? who is she? Her? She's nobody's sweetheart. Just some spook. She attacked you, Joey. Why did she do that? I have no idea. You think I've got all the answers? Well, you're wrong. I'm just in the dark as you are. You're lying. You recognized her, and she knew you. Tell me, Joey, please. Yeah, I know her. She calls herself the Countess. She's from an old case, back when I was with your aunt. She was alive then, and just as crazy. Tell me. Look, it's late. You want to be up all night, or you want the short version? Nee, ich will auf jeden Fall die lange Version. Okay, tatsächlich, ne? Ich habe schon überlegt, bei dem Erwürgen dachte ich schon so, ey, das ist wie im letzten Spiel, was wir gespielt haben. Und jetzt ist sie einfach zurück. Dabei hatte Joey doch geguckt, ob sie zum Geist wurde. Wurde sie aber nicht. Andererseits weiß Joey, dass Geister direkt kommen, wenn man stirbt. Vielleicht kommen die erst ein bisschen später, ne? Wir hatten ja schon Leute, die schon echt lange tot waren. Ich war auf jeden Fall Na, wobei... Ach so, erzählt ihr jetzt nochmal, was wir im letzten Spiel gespielt haben? Das brauchen wir eigentlich nicht. Ach, kommt. Lange Version it is. Tell Let's me go. everything. We thought she was a raving loony at first. We'd see her on the street, ranting like a crazy woman. We were investigating these two ghosts. Both had been killed by an old woman. Didn't take much deduction to put two and two together. So she was killing people. Not exactly. She thought she was freeing people. You see, she was a medium. A medium? Like me? Like Auntie? Yeah, only she didn't have a spirit guide. There was this reporter, Joseph Mitchell. Somehow they formed a bond. He didn't know it, but whoever he wrote about, she would go and kill. She was freeing their spirits, which is what you mediums do best. But they were still alive. She didn't seem to realize that. In the end, she tried to free your Aunt Lauren. So, we stopped her. You stopped her? How? We just did. So what now? Her spirit is seeking revenge? I don't think so. Why now? Why all this time? Besides, I saw her die. There was no ghost. So she's not a ghost. I don't know what she is. Let's talk about this in the morning. Right now I'm taking a hot shower and going to bed. Sure, I'll hold the fort. Ich bin hier. Ich guck mal das Porträt an, da ist bestimmt irgendwas Spookiges im Poor Porträt. deluded man, enthralled to a madness that even he could not explain. A madness called the Countess. I know you. We have spoken before, but it is not important. But hush, aren't you tired? You need to rest. Tired? Shh, just sleep. That's it.
Sleep. Tomorrow you will wake up energized and refreshed. You will not remember me, but don't worry. We will meet very shortly. Good morning. You're perky today. Sleep well? Yeah, I did. I've been thinking. Too much has happened for this to be mere coincidence. What do you mean? In the gallery, there was a painting. A painting of her. Really? I knew it looked familiar, but I didn't recognize it until now. What did it look like? Why don't we head over and you can take a look for yourself? Da war ein Bild von ihr. Ich frage mich, ob die Countess vielleicht zwei Persönlichkeiten ist jetzt, ne? Dieser böse Geist, der offenbar schon seit Jahren Leute halt ja irgendwie Besitz von ihnen ergreift, ne? Wir hatten da diesen Typen, der verrückt war, der sein Buch geschrieben hat, der in dem, also von dem das Porträt da hing, der war ja scheinbar besessen von der Countess auch, ne? Also zumindest klang das jetzt gerade so. Dann jetzt der Geist war besessen von ihr. Zwischendurch diese alte Oma, die war vielleicht auch einfach nur besessen von der Countess und gar nicht von sich selber aus wahnsinnig quasi. Vielleicht ist es einfach so ein Geist, der seit Ewigkeiten streift und Leute wahnsinnig macht. Let's go. Alright, I'm coming. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Frau in dem schicken Kleid, dass das vielleicht so ihre gute Seite ist. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht hat sie so einen bösen Geist und eine gute Seite oder so. Und wir müssen die wieder vereinen. Irgendwie sowas könnte ich mir zumindest vorstellen. So, dann gucken wir mal. Hier gab es doch nur ein Porträt. Das hier. There, it's her. I knew it. Now look at that and tell me this isn't a coincidence. Stupid old hag. We'll find you. Just see if we don't. Die Frage ist, woher wusste der Künstler, wer sie ist? I'd better not touch it. Josie would get mad. Ja, aber angucken. Definitely looks like the woman from the other night, but she looks sad. Ja, vielleicht, weil sie nicht vereint ist mit sich selbst, ne? Das könnte ich mir vorstellen. It's just a lighthouse. I wonder which one. Okay, ja, dann würde ich jetzt gerne mal mit dem Künstler sprechen. Ist der heute nicht da bei der feierlichen Eröffnung? Josie. Hi, Josie. Can I talk to you for a bit more? I'm kinda swamped, but okay. Okay, und zwar, wo ist Where Claude? can I find Claude? Knowing him, he's probably preparing for tonight. Preparing? You know, glug glug. He's hitting the sauce. Ah. Okay, und wo? Okay, wir können sie nur nach dem Gemälde fragen. I'd like to know more about that painting there. Oh, the Dark Lady. It's different than his other paintings. I'm worried the investors won't like it, but Claude insists. What do you want to know? Ja, wer war sie? What can you tell me about the Dark Lady? Well, it's different, isn't it? Claude's work is mostly abstract, but this is actually of a specific subject. Did Claude ever say why? No, but she's definitely striking. She strikes all right. I still got the scars. Claude gets weird when I ask who she is or why he put her in front of the Roosevelt Island Lighthouse. I figure it's just one of those eccentric artist things. The Roosevelt Island Lighthouse, huh? It's been a while since I've been over there. Okay, wir haben einen neuen Ort freigeschaltet. Könnte die Countess und der Leuchtturm irgendwie eine Verbindung haben? Bestimmt. Investoren? You mentioned something about investors. Oh yes, the Meltzer Foundation. They paid for everything. The renovation, the lights, everything. I've got to pay them back eventually, of course, but still. Oh, okay. Und die Foundation haben wir jetzt auch anscheinend als Notiz. Warum auch immer das relevant ist, aber gut. Kann sie uns denn direkt mehr dazu erzählen? Can you tell me anything about the Meltzer Foundation? Oh, those guys are a godsend. Without them, I never would have been able to open this place. I presented them with my plan for the gallery, and poof, they wrote me a check. That's pretty generous. I never thought I was venture capital material, but go figure. I'll have to pay them back, of course, and give them a percentage of our income. But look around. It's my life's dream realized. Cool für sie auf jeden Fall. So, aber dann lassen wir sie mal in Thanks, Ruhe Josie. arbeiten. I'd better get going. Sure, Angela. I'll see you at the opening tonight. Wahrscheinlich, ne? So wie es gerade aussieht mit dem Fall. Dann gehen wir mal die Treppen wieder runter und gucken uns mal den Leuchtturm an und mal schauen, was wir da finden. Hier ist der Leuchtturm auf Roosevelt Island. Here we are.
I don't see any ghosts. You sense anything? Nope, seems clean to me. Really? You sure? I said there's nothing here. Well, no ghosts anyway. Okay, hier ist der I Leuchtturm. read a book about this place years ago. Nobody uses this lighthouse anymore. It's just a historic monument. Kann man I read hineingehen? a book about this place years ago. Ah, Nobody. das ist dasselbe. Tja. Ach so, vielleicht kann Joey hineingehen. Joey, geh mal in den Leuchtturm. Don't know who it's for. It's not like any ships come through here. Okay, nee, er sagt auch nicht mehr. Und er geht auch nicht rein. Tja, hier ist die Stadt. Mehr ist nicht anklickbar, Leute. Ihr müsst mir ein bisschen mehr geben. Was mache ich denn hier? Dann kann ich auch wieder gehen, I guess. Aber was machen wir dann als nächstes? Ist er vielleicht hier in der Taverne? Zufällig? Ah ja, Tatsache. Es gibt einfach nur eine gute Taverne. Na dann, Claude, spuck aus. Claude? Rosangela Blackwell, the writer. Come on over. Have a drink. You remember me? Who could forget someone who could down 3 glasses of claret in half an hour? Ich frage mich, was alles anders gewesen wäre, wenn wir nicht da geblieben und uns besoffen hätten. Na gut, aber trinkst du immer so viel? Guter Gesprächsstart. Bit early to be drinking. Says the woman who had to be carried home the other night by an old Indian lady. My opening is tonight, and I intend to be well and truly plastered. It's the only way I'll be able to bear it. Okay, kannst du mir mehr über deine Arbeit I'd erzählen? like to talk to you about your work. I'd love to, but I'm not drunk enough. Okay, na dann, die Dark Lady. I really like that painting of yours. The Dark Lady? My paintings aren't meant to be liked. They are meant to be understood. But nobody does. I feel like Joe Gould sometimes. Okay, erzähl mir mehr über die dunkle Lady. I'd really like to know more about the Dark Lady. I have a rule. I don't talk about my work unless I'm drunk enough. How drunk is that? I'm not sure, but I'm working on it. Verdammt. Okay, kann ich ihm andere Fragen stellen? Über diese Foundation zum Beispiel? Can you tell me anything about the Meltzer Foundation? Those are the guys who are funding Josie's gallery? Yeah. You'd have to talk to Josie about them. I just throw colors at a canvas. Okay, und das Minetta, bist du öfter hier? You come here often? Enough. It's old-fashioned, you know. Die Galerie? What do you think of the Park Gallery? It's all right, I guess. I don't know what Josie sees in my stuff. She doesn't understand it at all. She likes it enough to risk her money on it. Liking it isn't the same as understanding it. Still, Josie's been good to me. How could I say no? Okay, und Monique, kennt ihr die? Do you know Monique Stallman? She was at the gallery the other night, yeah? Uh-huh. She told me my work was awful. I liked her. She insulted your work, but you liked her. Sure, she was honest. She didn't pretend to be awed by it like all the other phonies do. Ja gut, Frank Lyons, was soll er darüber wissen? Den Gold Fund vielleicht? You know about Joe Gould. Sure I do. He was one of the city's last geniuses. Or maybe he was just nuts. I don't know. Maybe I'm just nuts too. Either way, he's famous now. Thanks to Joseph Mitchell. Did he just say Joseph Mitchell? Okay, Joseph Mitchell, der hat... Ach so. Ist Joey Gould vielleicht deswegen berühmt geworden? Oder nicht deswegen? Also ist er deswegen gestorben, quasi. Ne? Weil die Lady, weil Joseph Mitchell über ihn geschrieben hat und dann hat die Lady ihn umgebracht. Could you tell me more about Joseph Mitchell? Another of the city's great geniuses. Gone. He could talk to you for 5 minutes and then write a biography that made you seem like the most fascinating person alive. They wouldn't be alive for long. But then he stopped writing. Nobody knows why, at least not for sure. He published a book about Joe Gould, and then poof, no more writing. He went to his office at the New Yorker every day for 30 years, but never wrote a single word. Naja gut, er hat nochmal über die Tante geschrieben. Weiß ich halt nicht, ob er das veröffentlicht hat. Die Frage ist, wissen wir, wo der wohnt oder arbeitet? Achso, er meint ja, er ist tot, ne? Vielleicht müssen wir den googeln. Ich bin unsicher. Ich gehe nochmal nach Hause. So, mal gucken. Computer. Ich suche nochmal nach Joseph Mitchell. Joseph Mitchell.
27. Juli 1908 bis 24. Mai 1996. Das heißt, er ist wirklich tot. Ja, er hat gearbeitet für den New Yorker für ungefähr 60 Jahre, von 1938 bis zu seinem Tod 1996. Er wurde bekannt für seine Essays über exzentrische und instabile Leute, die ja an den Rändern der Gesellschaft leben. Joseph Mitchell war auch bekannt für einen legendären Fall von Autorenblockade. Nachdem er seine letzte Biografie in den 1964ern veröffentlicht hat, ist er weiterhin jeden Tag in sein Büro gegangen bis zu seinem Tod, aber er hat nie einen weiteren Artikel fürs Magazin geschrieben. Ja gut, das wissen wir ja. Außer, dass wir wissen, dass er auch für die Tante nochmal geschrieben hat, aber sei es drum. Die Frage ist, soll ich vielleicht den New Yorker googeln? The New Yorker? Yorker? So? Nee, das kennt er nicht. Die Frage ist, wir können ja mit Joseph Mitchell dann nicht mehr reden. Was machen wir dann? Okay, super schwierig, aber ich würde sagen, das Problem heben wir uns auf für die nächste Folge von Blackwell Convergence. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr gute Ideen habt, wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!